Fragen oder Fragewörter mit Präposition. Im heutigen Video erkläre ich dir, was du beachten musst, wenn du nach Satzteilen mit einer Präposition fragst. Du lernst auch den Unterschied zwischen einer Frage nach Personen oder nach Dingen und Gegenständen. Und du wirst lernen, warum wo hier absolut nichts mit einem Ort, einer Position oder einer Richtung zu tun hat. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal, der all deine Grammatikprobleme beendet. Heute geht es um die Fragen mit einer Präposition. Also immer dann, wenn du nach einem Satzteil fragst, das auch eine Präposition beinhaltet. Wie zum Beispiel, ich denke an dich. Und wenn ich jetzt fragen möchte, woran denkst du? Dann hast du hier die Präposition an im Fragewort mit drin. Und wo, bei woran, hat hier auch absolut nichts mit einer Position oder einem Ort zu tun. Du hast aber auch noch die zweite Möglichkeit, nämlich an was denkst du? Wie das genau funktioniert und wann du welche Möglichkeit benutzen kannst bzw. musst, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Grundsätzlich hast du zwei Möglichkeiten, hier eine Frage zu bilden, wenn du eine Präposition dabei hast. Nämlich die Präposition plus wen, wem oder was oder wo plus er plus Präposition. Wie genau das funktioniert, da müssen wir unterscheiden, nach wem oder was du fragst. Wenn du nach Personen fragst, funktioniert es auf die folgende Weise. Auf wen warten wir? Wenn du also nach einem Akkusativ fragst, also wenn die Präposition ein Akkusativ benutzt, dann musst du wen benutzen, wenn du nach einer Person fragst. Genauso an wen denkst du? Das muss Akkusativ sein, denn denken an benutzt den Akkusativ, dementsprechend an wen. Wenn du nach einer Person fragst und im Satz steht diese Person im Dativ, dann musst du wem benutzen. Mit wem tanzt du? Mit wem redet er? Wegen dem mit muss das hier Dativ sein und dann ist es automatisch wem und nicht mehr wen und auf gar keinen Fall wer. Also hier bestimmt die Präposition den entsprechenden Fall und auch das entsprechende Fragewort. Wenn du nach Dingen fragst, dann bildest du das Fragewort in der Regel mit wo plus Präposition. Als Beispiel, wovon träumst du? Hier ist das wo, dann kommt die Präposition und träumst du. Dieses wo hat hier also absolut nichts mit einem Ort oder einer Bewegung zu tun. Es ist einfach nur ein Teil vom Fragewort. Also es hat hier überhaupt nichts mit deinem Aufenthaltspunkt zu tun. Es ist einfach nur Teil des Frageworts. Wovon träumst du? Denn es ist Träumen von. Auch womit, womit machst du die Flasche auf? Die Flasche machst du mit etwas auf und hier ist womit. Teil des Frageworts. Woran denkst du? Hier haben wir das er. Warum steht hier ein er? Ganz einfach. Die Präposition fängt mit einem Vokal an. Also Vokale sind A, E, I, O und U. Und immer wenn die Präposition mit einem Vokal anfängt, dann musst du noch ein extra R reinschieben, denn sonst würde hier das O und dann noch ein Vokal stehen, also zwei Vokale hintereinander und das funktioniert in der deutschen Sprache nicht so gut, also musst du immer dann dieses R hier reinschieben, wenn die Präposition auf A, E, I, O oder U beginnt. Neben dieser Variante mit dem wo gibt es aber auch noch eine zweite Variante, um nach Dingen zu fragen. Und das ist die Variante mit Präposition plus was.
Also genauso wie du es hier oben für Personen machst, funktioniert das auch für Dinge. An was denkst du? Mit was machst du die Flasche auf? Von was träumst du? Hier musst du es auch nicht dem Fall anpassen, denn was fragt nach etwas Unbestimmtem, wo wir nicht wissen, worüber wir sprechen und dementsprechend keinen Genus hat. Diese Variante ist grammatikalisch 100% richtig. Das kleine Problem ist, diese Variante ist sehr umgangssprachlich und nicht besonders beliebt, weil sie manchmal etwas ungebildet oder dumm klingt. Deswegen, wenn du gut klingen möchtest, benutze auf jeden Fall diese Variante. Du wirst diese hier garantiert auch hören, aber sie wird immer als etwas ungebildet wahrgenommen. So, jetzt weißt du, wie du nach Satzteilen mit einer Präposition fragst. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar hier unter dieses Video. Und falls du das Ganze üben möchtest, dann empfehle ich dir einfach mal in meiner Grammatikakademie reinzuschauen. Dort findest du Übungen zu allen Videos, die ich hier auf YouTube veröffentliche.